Mit Weltstars auf der Bühne stehen und auch noch mit Tanzen Geld verdienen. Davon träumen viele junge Tänzerinnen und Tänzer. Die Flying Steps Academy in Berlin, hier hinter mir, die bietet seit einigen Jahren ein professionelles Tanzdiploma an. Ich will wissen, wie schwer ist es, da reinzukommen und was braucht es, um als Profitänzerin oder Tänzer erfolgreich zu sein? Right and left and in. Wer sich hier ausbilden lassen will, muss bei einer Audition überzeugen, also beim Vortanzen. Damit ich da nicht komplett unvorbereitet reingehe, habe ich mir vorher ein Training mit Coach Sebi organisiert. Er unterrichtet auch an der Academy. Bei mir geht es jetzt erstmal um die Grundlagen, Hip-Hop, Tanz 1x1 sozusagen. Rock, 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 rock. Dreh, ja. Nice. Ich schwitze schon, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich schwitze auch schon. Ich dachte, it's only me, aber du schwitzt auch, okay. 3 Sachen, die wir jetzt behandelt haben, ja? Bouncing, das Gegenteil vom Bounce, was ein Upgroove ist, wo wir auf die Musik nach oben betonen. Rocking, ja, Oberkörper. Man muss so den Moment finden, wo man nicht zu wenig Spannung hat, weil sonst wird's das hier. Ja. Oder wo man zu viel Spannung hat und dann wird's das hier. Ja, das so komme ich mir noch vor, wie so ein Roboter. Der genau. So die Spannung hier halten, aber hier entspannen. Ja, genau. Nice. Und dann hatten wir Stepping, ja? Raus, kreuzen, vor, switch. Das fand ich gut hier. Siehst du, wenn du an den Kopf locker ich habe hast, schon, dann ist schon der hab schon meinen Move gefunden. Worauf kommt es an, wenn man Urban Dance macht? Also ich sage jetzt mal, der Begriff Urban Dance ist ein sehr großer Überbegriff, der sich dann natürlich in verschiedene Tanzrichtungen abspaltet. Wir werden uns heute wahrscheinlich mehr auf den Stamm Hip-Hop fokussieren. Im Endeffekt ist ein großer Teil Kultur und Geschichte, was super wichtig ist, weil das ist, wo es herkommt. Weil natürlich zu jedem Tanzstil und zu jedem Abspaltung es auch einfach seine eigene Musik gibt, mit eigenen Merkmalen. Hip-Hop ist der Sammelbegriff für eine ganze Kultur, die in den 1970er Jahren in New York vor allem unter schwarzen und lateinamerikanischen Jugendlichen entstanden ist. Neben Tanz gehören Rap, DJing und Graffiti zur Kultur. In Berlin wurde Hip-Hop erst in den 80er Jahren bekannt. Dabei spielten auch die hier stationierten US-Soldaten eine wichtige Rolle. Mit der Zeit wurde Hip-Hop zum Ausdrucksmittel von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Heute ist es vor allem Popkultur. Versuchen wir ein anderes Tempo, zum Beispiel doppelt so schnell, ja? Dumm, dumm, ja? Und langsam, dumm, dumm, dumm. Oh! Ja! Alter. Du hast jetzt schon innerhalb von 15 Minuten neue Sachen gelernt, es gleich ausprobiert. Und ich glaube, darum geht es im Endeffekt auch, dass alles, was man lernt und man sieht, an sich selber ausprobiert. Weil für mich werden sich immer andere Sachen gut anfühlen, wie für dich zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, so über Jahre hinweg dann auch die einzige Variante, wie man als Tänzer seinen eigenen Style entdeckt. 7, 8, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, drehen, boom! Den haust du am Sonntag raus noch. Ich habe ja und noch dann 2 bist du Tage. 3 Jahre bei uns. Okay, ihr könnt schon mal meine Kündigung fertig machen. Ich fange dann hier an. Yes. Tschüss. Flying Steps hat Urban Dance zu einem Geschäftsmodell gemacht. Entstanden ist das Unternehmen aus einer Berliner Tanzcrew Anfang der 90er. Inzwischen veranstalten die Flying Steps selbst Shows, beschäftigen TänzerInnen und haben die Akademie gegründet, an der seit 2018 das Diplomaprogramm angeboten wird. Und da will ich rein. 24 Bewerberinnen und Bewerber sind zum ersten von 2 Audition-Tagen eingeladen. Aus ganz Deutschland sind sie angereist, eine Bewerberin sogar aus Griechenland. 42. Was glaubst du, bringst du heute mit, womit du besonders überzeugen kannst? Mit Crump. Mit was? Crump. Whatever that means. You will see. Du tanzt wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile. Also angefangen mit 6. So. Und wie kommt es, dass du dich jetzt quasi für so dieses professionelle Diploma bewirbst? Hobbymäßig habe ich das ja schon mein ganzes Leben ja jetzt quasi gemacht. Und ich habe halt andere Sachen gemacht, aber es ist halt nicht das Wahre so quasi für mein Herz. Ne? Was hast du vorher gemacht? Industriekauffrau zum Beispiel und sowas. Ne? Ah, krass. Aber genau, das ist so, Tanzen erfüllt mich, deswegen wollte ich das versuchen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt bist du? Oh, so eine solide 5.
In 4 Abschnitten können die Bewerberinnen und Bewerber bei der Audition zeigen, was sie können. Ausbildungsleiterin Nadja entscheidet am Ende, wer genommen wird. 30 Plätze gibt es im künftigen Jahrgang. Hallo zusammen. Ich habe den Tanzlehrern gesagt, sie sollen es richtig schwer machen, aber ich will sehen, wie ihr mit der Herausforderung umgeht. Los geht es mit Breakdance, eine ganze Stunde lang. Ein Trainer macht's vor, wir BewerberInnen, so gut es geht, nach. Right, left, over. Again. Right, left, over. Okay. Wie lief's? Also wie ihr seht, kann ich auch schwitzen, ne? Also lief richtig gut an sich. War auf jeden Fall sehr cool, die Erfahrung. Ich habe gemerkt, ich muss mich ein bisschen mehr dehnen und so, damit das auch besser läuft. Aber an sich, ja, war ganz cool. Was denn für dich? War für dich cool? Für mich war es scheiße anstrengend. Breakdance ist für einige noch ein bisschen schwierig gewesen. Jetzt kommt Hip-Hop. Ich habe so den Eindruck, jetzt entspannt sich die Stimmung so ein bisschen. Sind alle, glaube ich, ziemlich hyped. Ich auch, weil ich habe ja, das hat Sevi mir ja schon beigebracht in den 20 Minuten. Worauf achtest du, wenn du dir die BewerberInnen anschaust? Tatsächlich, wer bis zum Schluss noch fokussiert und mit einer guten Energie bleibt. Die ersten 2 Stunden, da ist schon relativ klar so ein bisschen, wer das Rennen macht. Und am Ende des Tages wollen wir sehen, wie clean jemand sein kann, wie gut er im Adaptieren ist. Das ist so die letzte Runde. Wie schnell ist jemand? Die ersten 2 Auditions sind rum. Wie geht's dir jetzt? Ich fühle mich erleichtert. Hast du eigentlich einen Plan B, falls es nicht klappt? Plan B? Plan B? Probier's nächstes Jahr nochmal. Ich hatte den Eindruck, du hast heute Bock. Ich habe mega Bock. Wie findest du die Truppe? Mega cool. Weil das sind ja die, mit denen du im Zweifelsfall auch bald 3 Jahre deines Lebens verbringen wirst. Ja, also ich habe schon mit so ein paar hier gesprochen, ne? Ist schon cool. Ja. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Jeden Tag wird getanzt, trainiert und Theorie gebüffelt von 9 bis 17 Uhr. Vollzeit also. Die angehenden Tänzerinnen und Tänzer kriegen aber kein Geld dafür. Im Gegenteil, sie zahlen 359 € im Monat. Sie können für die Ausbildung aber BAföG beantragen. Erst 3 Diploma-AbsolventInnen gibt es bisher. 2 von ihnen, Anais und Lena, geben gerade einen Kindertanzkurs für Flying Steps. Ich möchte wissen, ob sich die 3-jährige Ausbildung für sie gelohnt hat. Wie habt ihr dann Jobs gefunden? Also bei mir war es ganz viel über Connections. Also Leute, die ich kannte, haben mich gefragt. Über Flying Steps auch, aber auch privat. Das ist generell als Tänzer eigentlich das A und O, dass man eben Leute hat, mit denen man gerne arbeitet. Deswegen auch das Konkurrenzdenken nicht so von Vorteil, weil man eben sich selber untereinander Jobs gibt und auch miteinander immer arbeitet. Also die Tänzerwelt ist eigentlich ein Dorf. Du wirst jeden mindestens 10-mal sehen. Man hat mal Phasen, wo es richtig zur Sache geht und wo viele Projekte kommen. Und dann hat man Phasen, wo gar nichts kommt und man zweifelt an seinen Lebensentscheidungen. Jeder fragt sich natürlich auch, wie ist das mit der Kohle? Man kann nicht davon ausgehen, dass man jeden Monat 5 Jobs kriegt, die alle gut bezahlt sind, weil viele Jobs sind auch unterbezahlt. Was heißt unterbezahlt? 50 € für 8 Stunden. Ja, solche Angebote kriegt man teilweise, wo man so ist, hä? Geht's noch? Deswegen unterrichten wir zum Beispiel beide auch, weil das sich eben ergänzt. Was sind so eure Karriere-Goals? Das erste größte Ziel wäre, auf Tour zu gehen. Idealerweise vielleicht sogar eine Welttournee. Und mein zweites Ziel, weil ich auch als Choreografin aktiv sein möchte, wäre ein eigenes Theaterstück irgendwann zu choreografieren. Und habt ihr auch einen Plan B? Also ich denke, bei mir gibt es nicht so richtig einen Plan B. Ich möchte auf jeden Fall bis zur Rente natürlich nicht als Tänzerin auf der Bühne stehen, aber trotzdem immer im Bereich Tanz arbeiten.
Beim Audition-Tag geht es weiter mit Teil 3. Jetzt müssen wir eine komplexe Choreografie lernen. Das ist für mich die bisher größte Herausforderung. Immerhin den Trainer dafür kenne ich schon, Sebi. Jeder Schritt sieht für mich gleich aus. Ich bin so, hä? Und nach den ersten 5 Schritten, ich habe die komplette Choreo wieder vergessen. Hast du es absichtlich schwerer gemacht, damit die Leute eine Challenge haben? Oder ist das Niveau, was ihr nachher fahrt? Tatsächlich ist das Niveau, das wir später fahren. Also spätestens im 3. Ausbildungsjahr ist das die Geschwindigkeit und das Niveau, das wir fahren wollen. Und die haben das alle ganz gut gemacht, du auch. Ich meine, für dich ist es ja bestimmt, der Kopf ist meistens das Problem. Die Füße und die Arme sind das eine, aber dass der Kopf sich das alles merken kann, das ist das Schwierigste. Was würdest du sagen, wie habe ich mich geschlagen? Ich würde sagen, dafür, dass du ja eigentlich noch ein bisschen neu bist, hast du es sehr gut gemacht. Und jetzt bist du ja hoffentlich gleich bereit für den allerletzten Teil. Beim Freestyle dürfen alle ihre besten Moves zeigen. Und ich, naja, will das natürlich auch mitnehmen, auch wenn meine Moves noch etwas unbeholfen sind. Hand aufs Herz. Hättet ihr mich genommen? Ja, mit ein bisschen mehr Vorerfahrung. Man hat halt gemerkt, dass du noch nicht so viel Training hinter dir hast wie die anderen, aber motorisch talentiert und auch musikalisch. Also hättest du noch mehr Training im Vorfeld gehabt, ja, dann wärst du sogar in die engere Wahl, hättest du es schaffen können. Habt ihr das gehört? Ja, weil lustigerweise ist es wirklich so, wir haben schon viele Talente gehabt, aber denen fehlt es dann an anderen Kompetenzen, wie zum Beispiel Konzentration, Fokus, Ausdauer. Es bringt ja so viel mit sich, irgendwie Profitänzer zu werden. Da ist das Talent alleine nicht ausreichend. Inwiefern profitieren denn diejenigen, die hier in dieses Diploma-Programm kommen, auch von euch? Wir haben uns ja bewusst für 3 Jahre professionelle Berufsausbildung entschieden, weil es bedarf tatsächlich 3 Jahre, um alles beizubringen, was es bedarf, um wirklich als Tänzer seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können und sich auch behaupten zu können anderen gegenüber. Mit was für einem Gefühl gehst du raus? Ja, mit einem schwitzigen Gefühl auf jeden Fall. Ja, same. Nein, aber war gut, war cool. Bewirbst du dich noch woanders oder ist das jetzt so the one chance? It's the one chance actually, so ja. Wie war's? Cool, unglaublich. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die anderen Stile, die anderen Tänzer zu sehen. Weil ich immer alleine für mich getanzt habe und zu sehen, wie andere tanzen, das ist echt cool. Wie fühlst du dich jetzt? Erleichtert. Ey, nach dem kompletten Audition-Tag bin ich jetzt völlig fertig. Vor allen Dingen das Merken der komplexen Choreo war für mich ultra anstrengend. Aber der Team Spirit und die ganze Energie hier haben mich wirklich vollgepackt. Und ich hatte auch als Anfängerin richtig viel Spaß. Um allerdings Profi zu werden, das habe ich jetzt gelernt, braucht man nicht nur Talent, sondern auch Durchhaltevermögen und Team Spirit. Sonst hat man eigentlich in der Szene auch gar nicht richtig eine Chance, denn es kommt ja auch auf die Connections an, nicht? Könntet ihr euch vorstellen, das als Job zu machen? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr unseren letzten Explainer sehen wollt, bei dem ich in der Sterneküche unterwegs war, dann klickt doch gerne mal hier.